Willkommen beim Meilencoach bei der 16. Folge meiner Meilen-Updates. Im September 24 habe ich für euch wieder einige prima Meilendeals herausgefiltert, die ihren Namen wirklich verdienen. Wie immer zeige ich euch zunächst die Aktionen, mit denen ihr schnell und günstig euer Meilenkonto boosten könnt. Danach folgen die besten Schnäppchen zum Einlösen eurer wertvollen Meilen. Ein paar wirklich spannende Reiseziele sind wieder dabei. Dabei sage ich euch nicht nur, wohin die gehen, sondern zeige euch auch, wie ihr sie buchen könnt und wie gut diese Deals wirklich sind. Diesen Service bekommt ihr nur hier beim Meilencoach. Ihr werdet sehen, dass es gar nicht so einfach ist, die besten Deals zu finden und zu buchen. Aber mit meinen Vorlagen ist es dann ein Kinderspiel. Steigen wir ein. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die aktuelle Aktion von Bundle & Go richten. Falls ihr eure nächste Traumreise so richtig viele Meilen benötigt, dann empfehle ich euch, das L-Bundle zu kaufen. Das bietet auch den besten Gegenwert für euer Geld. Für 1.750 € bekommt ihr nun 150.000 Miles and More Meilen, anstelle der sonst üblichen 100.000. Ein paar vernachlässigbare Goodies gibt es auch noch dazu. 1000 Meilen kosten euch im September 11,66 €. Das ist ein wirklich gutes Angebot. Kann man auf jeden Fall machen. Dafür fliegt ihr zweimal Business Class nach Asien. Mehr dazu gleich. 5 Tage nach Bezahlung sind die Meilen auch spätestens auf eurem Konto. Braucht ihr nur ca. 14.000 Meilen, dann bietet sich das Angebot der Welt am Sonntag an. Bis zum 20.09. bekommt ihr für 144 € nicht nur 6 Monate Qualitätsjournalismus, sondern auch 14.000 anstelle von 11.000 Meilen. 1000 Meilen kosten euch demnach gerade mal 10,28 €. Das ist sehr günstig. Für alle Inhaber der Miles & More Kreditkarte Business werden im September und Oktober 2024 doppelte Meilen auf Geschäftsumsätze gegeben. Somit erhält man 2 Meilen pro Euro. Das ist nicht schlecht und kostet nichts extra. Man muss sich für diese Aktion allerdings anmelden. Das geht auch rückwirkend. Unbedingt machen! Die Aktion der DKB Bank mit 25.000 Meilen für ein neues Gehaltskonto gilt auch noch im September. Details dazu findet ihr auch in meinem August-Video, das ich euch oben verlinke. In diesem Monat September 24 bietet Miles & More endlich mal wieder Premiumflüge in der Business Class nach Asien an. Für 70.000 Meilen plus Gebühren kann man theoretisch vom 15.12. bis 31.01.25 mit der Swiss ab Deutschland nach Tokio oder Shanghai fliegen. Klingt spannend, aber funktioniert das auch? Ihr werdet sehen, wie immer liegt der Teufel im Detail. Schon in den letzten Monaten gab es immer wieder Meilenschnäppchen ab Deutschland mit der Swiss. Soweit so gut. Allerdings frage ich mich, wieso Flüge mit der Lufthansa nicht angeboten werden. Die möchte man offensichtlich teurer unter die Leute bringen. Die Krux liegt bei diesen Meilenschnäppchenflügen daran, dass alle Strecken ab Deutschland mit der Swiss durchgeführt werden müssen. Ist auch nur eine Strecke mit der Lufthansa, wird das ein Flug zum Normaltarif, ohne die großen Vergünstigungen. Gerade auf der Strecke nach Zürich gibt es aber kaum Verfügbarkeiten, weder von München, Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg. Allein ab Berlin war es überhaupt möglich, ein paar Verbindungen mit der Swiss zu finden. Möchte man zum Beispiel vor Weihnachten nach Shanghai, dann gibt es ab Berlin tatsächlich auch ein paar Verfügbarkeiten. Die Verbindungen ab Berlin sind recht flott. Die Swiss setzt auf der Langstrecke ihre A340-300 ein, nicht gerade das neueste Fluggerät. Neben den 70.000 Meilen werden dann noch 625 € an Gebühren fällig. Im Gegensatz zu den USA-Flügen geradezu human. Lohnt sich das? Ja, absolut. Das gekaufte Ticket kostet zu dem Zeitpunkt ca. 2.810 €. Man spart 2.091 € und erzielt dann den hervorragenden Gegenwert von 31 € je 1000 Meilen bzw. 3,1 Cent je Meile. Ist einem die Anreise nach Zürich nicht zu weit, dann kann man auch von dort relativ problemlos abheben. Ebenfalls vor der Weihnachtszeit findet man einige freie Sitzplätze in der Business Class zum Schnäppchentarif. Auch hier gilt 70.000 Meilen und Gebühren in Höhe von 645 Schweizer Franken, etwas mehr als von Berlin. Allerdings sind die gekauften Tickets deutlich teurer. Swiss verlangt stolze 5.000 Schweizer Franken für diesen Flug, sodass sich eine Ersparnis in Höhe von 4.362 Franken ergibt und somit erhält man einen Gegenwert von 62 € für 1000 Meilen bzw. 6,2 Cent je Meile. Das ist absolute Spitze. Liegt natürlich auch an dem überteuerten Ticketpreis der Swiss.
Wen es praktischer ist, ab Wien zu reisen und auch lieber in der 777 fliegt, kann von dort nach Shanghai abheben. Verfügbarkeiten sind ähnlich wie mit der Swiss, am besten vor Weihnachten. Man zahlt 70.000 Meilen und vergleichsweise günstige 546 € Gebühren. Austrian ist maßvoller mit den Business-Tickets nach China, verlangt aber immerhin 2.565 € für diese Strecke. Man spart mit dem Prämienticket knapp 2.000 € und erhält somit den sehr guten Gegenwert von 28 € je 1.000 Meilen, bzw. 2,8 Cent je Meile. Absolut empfehlenswert. Werbung in eigener Sache. Falls du meine Videos zu schätzen weißt und mir eine Aufmerksamkeit zukommen lassen möchtest, dann kannst du mir einen Kaffee ausgeben, den ich beim Erstellen meiner Videos gerne zu mir nehme. Du hast auch die Möglichkeit, mir einen Super Thanks zu geben. Gleich unterhalb der Videos ist der Tab dafür. Falls du noch bevorzugte Inhalte haben möchtest, früheren Zugriff auf meine Videos und an Live-Chats zu für dich interessanten Themen teilnehmen magst, dann kannst du jetzt auch Mitglied bei meinem Kanal werden. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank und weiter geht's. Wie sieht es nun mit Prämienflügen nach Tokio aus? Bislang ein seltenes Business-Class-Ziel mit der Lufthansa Group. Ähnlich wie nach Shanghai muss man nach Berlin, um von Deutschland abfliegen zu können. Nach Tokio reist man am besten im Januar 25, da dort die meisten Meilenschnäppchen-Tickets verfügbar sind. Beispielsweise fliegt man am 13.01. von Berlin über Zürich nach Narita. Swiss fliegt diese Strecke in der 777-300. Auch nach Japan werden 70.000 Meilen und gute 600 € Gebühren fällig. Gekaufte Tickets nach Tokio sind in der Business Class auch ziemlich teuer. Ab Berlin verlangt die Swiss 3.123 €. Man spart sich also gute 2.500 € und erzielt den hervorragenden Gegenwert für 1.000 Meilen in Höhe von 36 €. Sehr lohnenswerter Meileneinsatz. Für alle Schweizer und diejenigen, die im Westen Deutschlands leben, ist ein Abflug von Zürich natürlich die bessere Wahl. Man kann zum Beispiel vom 15.01. bis 20.01.25 nach Narita fliegen und das für nur 70.000 Meilen hin und zurück. 629 Schweizer Franken Gebühren und Steuern sind auch noch im Rahmen. Wie ist der Gegenwert? Der reine Wahnsinn. Da Swiss für das Ticket an diesen Tagen deutlich über 7.000 Schweizer Franken verlangt, spart man sich 6.643 Franken und fährt den unglaublichen Gegenwert von 95 Schweizer Franken je 1.000 Meilen ein. Das ist ganz, ganz selten. Auch nach Nordamerika gibt es wieder Business-Class-Meilenschnäppchen. Die altbekannten Städte Boston, Chicago und Montreal sind wieder im Angebot. Und auch wieder mit der Swiss. Da ich diese Ziele ausführlich im letzten Monat besprochen habe, verzichte ich dieses Mal darauf. Sicherlich gilt, Abflüge von Berlin, Zürich oder Wien wählen, dann solltet ihr fündig werden. Last but not least hat mich noch das Angebot nach Hongkong interessiert. Dieses Mal ist die Premium Economy im Angebot, auch wieder von der Swiss. Da diese Klasse ja sehr begehrt ist und es geringere Sitzplatzkapazitäten gibt, war ich gleich ein wenig misstrauisch. Und tatsächlich, ich habe auf dieser Strecke im Angebotszeitraum kein einziges Angebot gefunden. Miles & More hat mich gleich zu den Kauftickets umgeleitet. Mal wieder ein hübscher Lockvogel. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du auch weiterhin über gute Meilendeals und Prämienflüge informiert sein willst, dann abonniere doch meinen Kanal, aktiviere die Glocke und gib mir einen Thumbs up. Danke dir dafür. Falls du einen besonderen Reisewunsch hast oder die Welt von Miles & More so richtig verstehen willst, aber keine Zeit oder Lust für intensive Recherchen hast, dann lass dich von mir für ein faires Honorar coachen. Das macht Spaß und spart dir viel Zeit und Geld. So wie bei vielen anderen zufriedenen Reisefans vor dir. Liebe Grüße vom Meilencoach.